Ferrari verreist. Ich komm mit. Jetzt habe ich gerade nicht richtig aufgepasst, aber vielleicht machst du es nochmal aus, machst es wieder an. Und diesmal passe ich echt auf, ja? Männer, kaum sind sie im Wald, verhalten sich wie Primaten. Die Atmung ist unregelmäßig, Temperatur leicht erhöht und die Lymphknoten sind geschwollen. Er verliert das Bewusstsein, wir müssen ins Krankenhaus. Diese E-Mail wurde von Ihnen verfasst, unterschrieben und an alle Mitarbeiter verschickt. Ich war das nicht. Ich habe diese Mail nicht geschrieben. Ich weiß nicht, wer das war. Lahnstein Enterprises macht keine Geschäfte mit China. Wir sollen die Sieger sein. Ja. Weil ich mich nämlich gleich noch mit den Chinesen treffen werde. Nun, wenn Sie wollen, Herr von Lahnstein, reden wir anschließend über Ihr Geschäft. Warum so allein? Und? War's gut? War's bereichernd? Ich habe meinen Job getan, jetzt tu du deinen. Lahnstein, Tingli. Wir reden später. Sie gehen? Wie bedauerlich. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen. Rufen Sie mich an. Für diese Geste, mir Ihre Lieblingsdame zu überlassen, schulde ich Ihnen etwas. Reden wir über das Geschäft. Er kriegt keine Luft, wir brauchen einen Arzt. Schwester Julia, rufen Sie in der Pädiatrie an. Am besten bei Gästen, er soll einen Tubus vorbereiten. Wird gemacht, Dr. Mendes. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich bin Arzt. Ihr wartet hier. Ja, ich werde auf jeden Fall mitgehen. Ricardo kümmert sich darum. Habe ich dieses Babyphon nicht gehört? Das haben wir alle nicht. Und du hast doch gehört, was Ricardo gesagt hat. Bei zu hohem Puls, da können Babys in Ohnmacht fallen. Und das ist nicht schlimm, das ist sogar gut so, in so einer Situation. Und was hat er dann? Das wissen wir nicht. Aber das werden sie rausfinden und sie werden ihm ein Medikament geben. Und Maxi wird wieder gesund. Caro? Caro? Ist alles in Ordnung? Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du Armer, als ich gehört habe, dass du krank bist. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Du bist gar nicht krank. Doch, schon. Irgendwie. Du wolltest nur nicht ins Büro. Wegen dieser Mail? Die ich nicht geschrieben habe. Ich würde doch niemals eine E-Mail an die gesamte Firma schicken, in der ich Tores Vergangenheit ausplaudere. Dass er diesen Unfall verursacht hat und im Gefängnis saß. Na, das ist doch schon was ganz anderes als dieser Fraß im Krankenhaus, oder? Ja, das war wirklich eine gute Idee. Vielen Dank dafür. Ich dachte, es tut dir mal ganz gut, da rauszukommen. Was nutzt denn der so dämlich? Wahrscheinlich hat er mich erkannt. Nein, der hat mich angeguckt. Dann fragt er sich vermutlich, wer der Glückliche an meiner Seite ist. Weißt du schon, was du isst? Sag mal, stand irgendwas in der Zeitung oder was? Worüber? Über meine Vergangenheit, als ich im Knast gesessen habe, das ist doch ein gefundenes Fressen für die Geier von der Presse. Nein, da ist nichts durchgesickert. Ich weiß, dass du das nicht warst. Ja. Außer dir glaubt mir das niemand. Und niemand heißt in diesem Fall Tore? Trotzdem verstehe ich nicht, wie sie sowas tun kann. Eine falsche Schlange. Mit besten Grüßen, Caro Schulz. Meine Schwester mischt sich eben gern ein. Jetzt vergiss Caro. Vergiss diese Mail. Das war nur intern. Die Presse hat davon nichts mitbekommen. Sie ist ausgezogen. Zu Tore.
Ist er nicht mehr im Krankenhaus? Doch, schon, aber er und Giselle sind zusammen. Und mit mir wollen sie nichts mehr zu tun haben. Was soll's? Gibt's Nachrichten? Dann rufen Sie auf der Station an. Tut mir leid. Oder bei Dr. Mendes. Vielleicht sprechen Sie selbst mit ihm. Alles deutet auf einen allergischen Schock hin. Wir haben ihm Histamin gegeben und es scheint anzuschlagen. Dürfen wir zu ihm? Noch nicht, sein Zustand muss sich erst stabilisieren. Was heißt das? Dass er bei meinen Kollegen in den besten Händen ist. Wir beginnen während Flagship-Stores in den wichtigsten Metropolen: Shanghai, Beijing, Shenzhen, Chengdu, Hongkong. In Geografie kennen Sie sich aus. Begleiten wir das Ganze natürlich mit einer gigantischen Werbekampagne, TV-Print, das Frühprogramm. Langweilig Sie? Im Gegensatz zu der Dame, deren Bekanntschaft ich Ihnen zu verdanken habe, fehlt mir jetzt ein wenig die Leidenschaft. Lahnstein Chingli. Schickes Outfit. Guckst du dich schon mal nach beruflichen Alternativen um? Stehst du drauf? Falls du es auf meinen Posten abgesehen hast, Tristan, vergiss es. Falls du es vergessen hast, ich hatte deinen Posten schon. Glaubst du eigentlich, nur weil du für Hagen spionierst, kriegst du den Geschäftsführerposten? Weißt du, ich finde, du solltest langsam mal die neuen Machtverhältnisse akzeptieren. Du bist sein Lakai. Nicht mehr. Hagen sieht in dir genau das, was du bist. Ein kleiner, gestörter Junkie. Treib's nicht so weit, Tanja. Siehst du, das meine ich. Du hast dich nicht im Griff. Jetzt lass mich los. Viel Spaß. Hunfong? Wann haben Sie diese Frau kennengelernt und wo? Ihre Dienste sind bestimmt teuer, oder? Ich verstehe Ihr Schweigen als Diskretion. Meine Frage war unangemessen. Entschuldigen Sie bitte. Zu viel Alkohol. Trübt die Auffassungsgabe. Erkenne ich deshalb Ihre Geschäftsidee nicht? Legen Sie mir das Konzept bis morgen Vormittag doch noch einmal schriftlich vor. Vielleicht leuchten mir dann die Vorteile für mein Land ein. Ich verabschiede mich. Warmer than made her tender sighs. Love was all. Wie lange dauert das noch? Also Möchtest du? Tee oder Kaffee? danke. Maxi ist ein Kämpfer. Genau wie sein Papa. Ricardo, hör mal, ich muss jetzt wirklich wissen, was los ist. Wie geht es meinem Sohn? Vor allem will ich ihn sehen. Ich weiß, Jessie. Es geht ihm gut. Dass mir das nicht schon vorher aufgefallen ist mit seiner Atmung. Ich meine, sowas passiert doch nicht von jetzt auf gleich. Dana, es ist nur einer schuld an dieser ganzen Katastrophe und das bin ich. Mein Gott, wir sind doch alle schuld. Weil wir alle nicht auf Maxi aufgepasst haben. Es reicht. Wenn du dich hier verkriechst... Nein, nicht die Mäuse. Doch, auch die Mäuse. Wenn du dich hier verkriechst, dann glauben die Leute nur erst recht, dass du was mit der Sache zu tun hast. Ich kann verstehen, dass du Liebeskummer hast. Ich kann auch verstehen, dass du verletzt bist, weil deine Schwester dich hängen lässt und dir nicht glaubt. Aber das hier, das geht nicht. Ich hab's doch verdient. Wenn Giselle wüsste von dem Kuss und das Tore meinetwegen...
Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Hier geht's um diese Mail. Also, wer kann die noch geschickt haben? Hallo. Hey. Ich wollte nur ein paar Sachen holen. Sag mal, wie sieht's denn hier aus? Jetzt rede mit ihr. Worüber? Ich habe schon alles gesagt. Dann sagst du es ihr eben noch mal. Okay, ich bin noch mal wieder weg. Nicht so schnell. Wie bitte? Ihr redet jetzt miteinander. Sehr witzig. Pfeif diesen Clown zurück. Habe ich schon versucht. Sie ist deine Schwester, jetzt hör ihr wenigstens zu. Gut. Du hast 1 Minute. Wie ist es gelaufen? Ah, so einfach ist das bei dir. Eine Dusche und das Gewissen ist wieder reingewaschen. Du hast es versaut. Hat's wenigstens Spaß gemacht? Du meinst, mit Fong zu schlafen? Traust du mir das zu? Er scheint dir auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen zu sein. Für manche gibt es nichts Aufregenderes als ein Ritt durch die Dunkelheit. Du hast ihm die Augen verbunden. Und ein bestelltes Mädchen hat die Arbeit gemacht. Und es hat keinen Spaß gemacht, mit den beiden die ganze Zeit in einem Raum zu sein. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Dann hätte ich ja nicht erfahren, was du mir so alles zutraust. Es geht Maxi gut. Oh, er hat mich angelächelt. Max ist außer Gefahr. Bislang deutet alles auf allergisches Asthma hin. Es lässt sich gut behandeln und noch besser, wenn wir erstmal das Allergen, also den Auslöser, gefunden haben. Und daran arbeiten wir gerade. Er hat nach dir gefragt. Echt? Nana hat er gesagt. Oh. Diese Mail ist nicht von mir. Bitte, glaub mir doch. Ich habe mit Tore geredet. Du warst die Einzige, die davon wusste. Aber das kann nicht sein. Komm, Caro, mach's nicht noch schlimmer. Ich weiß echt nicht, was das hier alles soll. Und wenn es jemand anderes rausgefunden hat? Vielleicht ein Journalist? Ja, klar, ein Journalist. Und der schreibt dann eine E-Mail von Caros Rechner an alle RTL-Mitarbeiter, anstelle daraus eine Story zu machen. Okay, dann war es eben kein Journalist. Das macht alles keinen Sinn. Und ich habe auch überhaupt keine Lust mehr, darüber zu reden. Ich will hier weg. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Allergen finden. Wenn das Babyfon gar nicht Wir haben es gehört. Max wird wieder gesund. Darf ich zu ihm? Klingt blöd, aber der Besuch ist eigentlich den engsten Familienangehörigen vorbehalten. Ich bin sein Vater. Ich weiß. Willst du mir jetzt wirklich verbieten, da reinzugehen? Nein. Hier, nimm die Karte. Damit kommst du in die Pädiatrie, ohne dich bei den Schwestern anzumelden. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Du bist dein Vater. Egal, was zwischen uns steht. Hey, Papa. Ja, alles gut. Tommy schläft. Und bei euch, wie war der Film? Nee, klar. Geht ruhig noch was trinken. Jo, okay, bis dann. Ciao.
Hallo? Hallo, ist da jemand? Emilio! Fong will's vorher einfach noch mal bunt und in Farbe haben. Bis wann? Morgen. Hättest du nicht die Nerven verloren, dann hätten wir den Auftrag schon. Ohne deine Scharade auch. Also als ich gegangen bin, hätte er alles unterschrieben. Ja, ich habe eben nicht deine Vorzüge. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Also viel Zeit haben wir nicht. Ah, warte mal, es gibt doch noch diese alten Konzepte von den Flagship-Stores. Wir können die doch auf Fong umstricken und auch auf den asiatischen Markt. Hm? Tanja, wir brauchen Unterstützung. Ich weiß nicht. Je mehr Mitwisser wir haben, desto größer ist die Chance, dass Hagen was erfährt. Allein schaffen wir es aber nicht. Und an wen denkst du da bitte? Hellström. Nein, vergiss es. Er ist unser Mann für Konzepte. Er liegt im Krankenhaus. Und da dreht er Däumchen. Er ist nicht vertrauenswürdig, Sebastian. Tanja, es ist mir doch scheißegal, ob er im Knast gesessen hat oder mit dem Bus in eine Gruppe Nonnen gefahren ist. Er ist der Mann für den Job. Aber das willst du natürlich nicht sehen, weil du ja deinen persönlichen Kleinkrieg mit ihm führst. Wenn dir LCL wirklich so wichtig ist, wie du immer behauptest, dann springst du jetzt bitte mal über deinen Schatten. Wir brauchen eine kompetente Meinung. Eine kompetente Meinung? Wozu? Doch nicht etwa zum abgeblasenen China-Deal. Nein, zu Tove Hellström. Mein Gott, bin ich froh, dass alles gut gegangen ist. Jessie, wie du und Dana, wie ihr das hinbekommen habt mit dem Kleinen. Ihr seid eine tolle Familie für Max. Danke. Wir geben unser Bestes. Das sehe ich. Wenn du nicht da gewesen wärst. Du bist so ruhig geblieben. Das ist mein Job. Zum Glück. Aber ich habe auch meine Lektion gelernt. Hagen ist Maximilians Vater. Und auch wenn es mir vielleicht nicht passt, er gehört dazu. Ich weiß noch, wie wir uns das damals ausgemalt haben mit unserer kleinen Patchwork-Familie. Ausgemalt? Wir haben gestritten. Wir haben diskutiert. Gut, du hast gestritten. Gut, mit den Schwangerschaftshormonen ist das so eine Sache. Hm? Naja, wir haben uns ja dann auf den Namen geeinigt. Stiefstiel. Steven. Er heißt jetzt übrigens mit zweiten Namen so. Jessie, ich war dabei, als wir ihm den Namen gegeben haben. Stimmt. Ich habe nicht mein ganzes Leben auf dieser verdammten Insel verbracht. Du glaubst, es könnte funktionieren? Ich bin mir nicht sicher. Aber hey, wir haben uns zu dritt zusammengerauft. Warum sollte das zu viert nicht auch funktionieren? Ricardo war die ganze Zeit für Dana da. Der hatte wirklich für alles Verständnis. Sogar dafür, dass sie dich nicht loslassen konnte. Irgendwann hat sie es ja dann doch geschafft. War wieder glücklich. Du meinst, ich sollte ihm dankbar sein? Ja, das solltest du. Ich weiß, warum ich dich liebe. Besser? Gott sei Dank schlägst du wie ein Mädchen. Oh Mann, es tut mir so leid. Ich dachte, du bist ein Einbrecher. Ja, und eigentlich bin ich auch ganz froh, dass du so gut auf dich selber aufpassen kannst. Wobei ich mir unser Wiedersehen ein bisschen anders vorgestellt habe. Warum hast du nicht gesagt, dass du wiederkommst? Mensch, was eine Überraschung war. Du kannst froh sein, dass mein Papa nicht zu Hause war. Der hätte dir mit der Axt eins übergebraten. Genau, deswegen habe ich ihn vorher angerufen, um sicherzugehen, dass wir sturmfreie Bude haben. Ah, deswegen ist er extra mit Marlene in einen Liebesfilm gegangen. Ah, und ich habe dich nicht erreicht, weil du im Flugzeug warst. Richtig. Das war übrigens eine sehr süße Überraschung. Wie geht's denn deiner Mama? Ich würde sagen, gerade besser als mir. Oh nein, es tut mir wirklich so leid. Hey, alles gut. Ich merke kaum noch was.
Ich soll dich übrigens ganz lieb von dir grüßen und von den anderen natürlich auch. Danke. Die OP hat sie ganz gut überstanden. Wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie schon viel früher entlassen worden. Sie hatte so viel Langeweile, dass sie den anderen Patienten die Haare geschnitten und die Nägel gemacht hat. Okay, das klingt gut. Ja, die einzige Sorge, die ich hatte, war die mit dem Geld. Aber sag schon an, die haben mir echt den Arsch gerettet. Keine Ahnung, wie ich das sonst gezahlt hätte. Ja gut, ich habe dir aber gesagt, ich kann dir da helfen. Ja, ich weiß, aber 8.000 € umgerechnet, das schüttelst doch du nicht so einfach aus dem Ärmel. Und weißt du, wie die beiden das Geld aufgetrieben haben? Nee, und ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen. Komm, jetzt gib mir endlich mal einen Kuss. Geht's deinem Kopf besser? Ich brauche meinen Kopf dafür nicht. Tanja ist der Meinung, dass der Skandal um Tores Knastvergangenheit dem Image von LCL schaden kann. Auf jeden Fall. Ich will ihn loswerden. Und was denkst du? Es gibt keine schlechte PR. Außerdem ist mir Tores kreativer Kopf 1000-mal mehr wert als ein paar verprellte Kunden. Aber doch nicht, wenn es um Großkunden geht. Warum sollte es überhaupt jemanden interessieren? Er hat im Knast gesessen, er hat seine Strafe abgesessen. Er ist jetzt ein unbescholtener Mann vor dem Gesetz. Oh Gott, so kann auch nur ein Jurist denken. Macht mal Feierabend. Und? Glaubst du, er hat's geschluckt? Denke schon. Willst du immer noch, dass Hellström dabei ist? Natürlich. Außerdem gibt es Leute, die haben weitaus schlimmere Sachen gemacht. Und die haben dafür nicht mal im Knast gesessen. Okay. Holen wir ihn ins Boot. Vielleicht hat sich jemand in deinen Computer gehackt und so die Mail verschickt. Das habe ich alles schon überprüft. Wie? Wie? Wie hast du das überprüft? Mit Anti-Spy-Tools und ISO Rescue Scan. Ach so. Da war nichts. Langsam glaube ich selbst schon, dass ich diese Mail verschickt habe und ich kann mich einfach nicht mehr dran erinnern. Also ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so war. Tanja von Lahnstein. Caro Schulz? Tanja von Lahnstein. Wie geht's Ihnen, Frau Schulz? Gut. Dann sind Sie morgen wieder im Büro. Wunderbar. Wir haben ein dringendes Projekt, das Herr Hellström betreut. Wir möchten Sie dabei haben für die Kalkulation. Ja, morgen früh, 8:30. Kommen Sie direkt hoch ins Chefbüro. Frau Schulz? Ja? Kann ich mit Ihnen rechnen? Ja, natürlich. Gut, dann bis morgen. Tore will mich bei einem neuen Projekt dabei haben. Dann hat er seine Meinung geändert. Na, zumindest will er wieder mit mir arbeiten. Vielleicht hat Giselle mit ihm gesprochen. Seine Beute haben sie nicht kalt gelassen, das hat man doch gemerkt. Wir machen eine Mood-Mappe. Wenig Fakten, viele Bilder. Hallo, Frau Schulz. Hallo. Was macht die denn hier? Sie gehört zum Team. Davon wurde mir nichts gesagt. Dann sag ich's Ihnen jetzt. Sie übernimmt die Kalkulation. Dann bin ich draußen. Soll das ein Scherz sein? Nein, wenn die mitmacht, steige ich aus. Wollen Sie uns jetzt drohen oder wie? Ich sage nur, wie es ist. Diese Frau ist nicht vertrauenswürdig. Bitte entschuldigen Sie dieses Durcheinander. Aber so wie es aussieht, haben wir dann wohl leider doch keine Aufgabe für Sie, Frau Schulz. Okay. Morgen. Wie spät ist es? Noch viel zu früh. Warum bist du schon wach? Du hast ziemlich unruhig geschlafen. Sag mal, ich habe gar nicht mehr gefragt. Gibt's irgendwas Neues von Ansgar? Der hat sich aber noch nicht gemeldet.
Vielleicht hat er einfach Angst, dass man ihm auf die Spur kommt. Hm? Ja, vielleicht. Ich meine, wenn er in Kanada untertaucht, kann er auch nicht ständig seine Familie anrufen. Ja, aber er könnte wenigstens Bescheid geben, dass es ihm gut geht. Und das wird er auch, sobald er einen sicheren Weg gefunden hat, das zu tun. Wenn nicht? Jetzt mal ehrlich, was ist, wenn ihm doch irgendwas passiert ist? Hey, es ist Ansgar, der schlägt sich schon irgendwie durch. Ich meine, seit gestern Abend wissen wir auch, dass du dich auch gut zur Wehr setzen kannst. Notfalls auch mit einer Bratpfanne von irgendwem musst du das doch haben. Hm? So, und jetzt schalt mal deinen schönen Kopf aus und schlaf noch mal ein bisschen. Ich bin bei dir. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Hey. Nächste Nacht übernehme ich, ja? Ist schon okay. Alle da? Gut. Es gibt weitere Untersuchungsergebnisse. Das Allergen konnten wir bislang leider nicht identifizieren. Da warten wir noch aufs Labor. Es hat sich aber herausgestellt, dass Marks Lunge ziemlich angegriffen ist. Was heißt das? Dass weitere Untersuchungen nötig sein werden. Berg- oder Seeklima soll für Asthmatiker am besten sein. Ja, aber das haben wir hier nicht. Man könnte eine Kur in Erwägung ziehen. In der Schweiz gibt es dafür eine ausgezeichnete Klinik. Schweiz? Geht das nicht auch hier? Ja, natürlich. Eine ambulante Behandlung. Aber da sind sie auf Lungenprobleme spezialisiert. Aber ich will nicht in die Schweiz. Das geht auch überhaupt nicht mit der Arbeit. Oder willst du in die Schweiz? Es geht hier um Maximilians Gesundheit. Entschuldigung, wenn ich mich als Arzt einmische. Die mögen dort einige Koryphäen versammelt haben, aber wir haben hier auch sehr, sehr fähige Spezialisten. Und ein Ortswechsel und eine ungewohnte Umgebung ist für ein Kind in Max' Alter immer mit Stress verbunden. Aber ihr habt das Sorgerecht, das ist eure Entscheidung. Also wir wollen, dass Maxi in Düsseldorf bleibt und hier behandelt wird. Okay. Außerdem sollten wir noch die weltweiten Verkaufszahlen der letzten Kollektion mit reinnehmen. Wenn die ihn interessieren, kennt er die schon. Wir setzen auf visuelle Eindrücke. Chinesen stehen auf Bling Bling. Ah, tun Sie das? Meiner Erfahrung nach ja. Ich habe in New York viel mit asiatischen Kunden zusammengearbeitet. Das ist ja toll. Ich applaudiere später, ja? Nehmen Sie die Zahlen mit rein. Hellström, was soll das werden? Drohen Sie wieder mit Ausstieg? Ich finde, es wird ein bisschen beliebig. Tore, tu mir einen Gefallen, nimm die Zahlen mit rein. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Sie haben es gehört. Tristan? Was hast du denn hier zu suchen? Ist ja eine Überraschung. Ich war gerade in der Nähe und da dachte ich, ich schau mal rein. Ist ja auch ein Kaffee. Danke. Und, woran sitzt ihr gerade? Immer noch das Asien-Projekt? Das hat Hagen doch abgeblasen. Ach ja, richtig. Wo steckt Sebastian eigentlich? Der ist schon den ganzen Morgen mit Tanja in seinem Büro. Der ahnt was. Zumindest scheint er sich in seiner Rolle als Hagens Spürhund zu gefallen. Wenn er das hier sieht, sind wir aufgeflogen. Du warst also ganz zufällig in der Nähe. Ja, Rebecca, weißt du, ob Tore noch zu uns runterkommt? Moment mal. Hellström ist hier? Oben im Büro? Ich dachte, er wäre im Krankenhaus. Für einen wichtigen Termin kommt er schon mal kurz rein. Strategiebesprechung vielleicht. Oder er arbeitet doch heimlich an dem Projekt weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Am besten fragst du doch Sebastian selbst, oder? Weißt du was? Genau das werde ich tun. Tristan, was machst du hier? Nach dem Rechten sehen. Ah, du wolltest doch bestimmt in meinem Büro, hm? Darauf hast du es ja abgesehen. Ich will zu Sebastian. Ist gerade schlecht, der telefoniert. Tanja, hältst du mich wirklich für so blöd?
Tristan, kann ich dir irgendwie helfen? Wo ist Hellström? Der Mann, mit dem ihr das China-Projekt weiter vorantreibt. Wovon redest du? Nimmst du wieder Drogen? Ich hoffe doch nicht. Oder muss ich mir Sorgen machen um meinen kleinen Bruder? Ihr könnt mich mal. Interessanter Arbeitsplatz. Ja, Hauptsache ungestört. Verstehe. Tore? Ich habe diese Mail nicht geschrieben, Ja, das hast du schon mal gesagt. weil es die Wahrheit ist. Ich wollte, dass du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, ja. Aber doch nicht so. Weißt du was, ich finde das schon ätzend genug, dass du diese Mail rausgeschickt hast. Aber dass du das jetzt auch noch leugnest, dass du nicht mal dazu stehst, das ist dermaßen armselig und feige. Warum glaubst du mir nicht? Weil du keinerlei Beweise hast. Und jetzt such dir ein anderes Klo und lass mich in Ruhe arbeiten. Verdammt. Ich habe diese Mail nicht geschrieben. Ich wollte, dass du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt, ja. Aber doch nicht so. Diese Mail ist nicht von mir. Bitte, glaub mir doch. Sie hat's verdient. Hi. Das ist im Durcheinander gestern bei mir gelandet. Nicht, dass es vermisst wird. Danke. Ja, stell's doch hier drüben hin. Jessie hat übrigens eben angerufen. Die beiden kommen bald aus dem Krankenhaus raus. Die Therapie wird dann ambulant gemacht. Ich kann sie abholen. Wenn es dir nichts ausmacht? Ich hatte noch einen Termin beim Hufschmied wegen Winslet. Gut. Ich habe noch was für dich. Das sind Informationen für die Schweizer Klinik. Das Konzept klingt sehr überzeugend. Mit dem Aufenthalt, da könnten wir uns abwechseln. Ja, aber das ist doch zu viel Stress. Ich meine, in gewohnter Umgebung, da wird er sich wahrscheinlich am schnellsten erholen. Jessie und ich haben uns entschieden. Akzeptier das bitte. Ich werde gleich heute die Vaterschaftsanerkennung unterschreiben. Anders scheint man ja kein Mitspracherecht zu bekommen. Was heißt das? Dass ich mir wünschen würde, in Entscheidungen mit einbezogen zu werden. Ja, aber das Sorgerecht, das können nur 2 Personen haben. Das weißt du. Willst du es mir jetzt streitig machen? Oder Jessie? Nein, ich meinte generell. Hagen, du warst 1 Jahr nicht da. Weißt du, was ich ja alles für Maximilian getan habe? Ich weiß. Nein, das weißt du nicht.
Ich habe Jessica geheiratet. Ich habe Maxi gewickelt und gefüttert und ich habe ihn zum Arzt gebracht und ich habe ihn getröstet. Ich habe ihm die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich habe ja alles für deinen Sohn getan. Und jetzt kommst du und weißt alles besser? Ich hätte das auch alles für ihn getan. Aber ich konnte nicht, weil ich auf dieser verdammten Insel festsaß. Glaubst du nicht, ich wäre lieber zu Hause gewesen, hätte mich um meinen Sohn gekümmert? Entschuldigung. Ich weiß nicht. Du und Jessica, ihr habt einen super Job gemacht. Und? Was hat Fong zu unserem Konzept gesagt? Ich bin gar nicht bis zu ihm durchgekommen. Er ist beschäftigt. Meinst du, das ist ein schlechtes Zeichen? Abwarten. Ich finde, wir haben ganz gute Arbeit gemacht. Ja, finde ich auch. Abgesehen von ein paar Startschwierigkeiten. Ja, Tristan könnte aufhören, sich als Wachhund von Hagen aufzuspielen. Und Tore könnte ein bisschen weniger wählerisch bei der Auswahl seiner Mitarbeiterinnen sein. Aber wir beide sind ein gutes Team. Und Fong. Und Fong, Min Hao. Ni hao. Lahnstein, Jingli. Und, haben Sie unser Konzept erhalten? Ja. Und es hat mich bestätigt. Tatsächlich? Alkohol trübt die Sinne. Mir gefällt sehr gut, was Sie vorhaben in unserem Land. Ich möchte noch mehr davon sehen. Ja, natürlich gerne. Es wäre allerdings nett, wenn Sie uns diesmal ein wenig mehr Zeit einräumen. Melden Sie sich bei mir. Mein Flieger startet. Ich muss auflegen. Zeitchen. Yes, er hat angebissen. Wir holen uns den Fisch, den dicksten Fisch. Einen Millionen-Dollar-Fisch. Und den servieren wir deiner Familie auf dem Silbertablett. Mal gucken, wie lange Hagen sich da oben hält. Was wird das? Ich finde, wir sollten den Moment genießen. Nein. Jetzt bist du dran. Ja, nehmen Sie bitte die Ergebnisse. Ja, nehmen Sie doch bitte die Unterlagen von Herrn Wickenberg. Ich denke, die neuen Laborergebnisse müssen auch da sein. Gehen Sie damit. Hast du Jessica und Maximilian gesehen? Ja, die sind vor 10 Minuten in ein Taxi gestiegen. Wieso? Was, zu abholen? Ja. Pech gehabt. Hagen. Ich finde das sehr gut, wie du dich um Max kümmerst. Du bist sein Vater und das akzeptiere ich. Danke. Bitte. Ich finde es allerdings nicht gut, wenn du Dana und Jessie so unter Druck setzt, wenn es um weitere Entscheidungen geht wie vorhin. Dir muss klar sein, dass Ich glaube nicht, dass es dir zusteht, mir irgendwelche Ansagen zu machen. Ich sage dir meine Meinung, egal ob es dir passt oder nicht. Und ich gehöre schon etwas länger zu dieser Familie als du. Maximilian ist mein Sohn. Da hast du recht. Und ich ziehe ihn mit Jessie und Dana zusammen groß. Das macht dich nicht zu seinem Vater. Du hast schon wieder recht. Zumindest nicht zu seinem biologischen Vater. Aber ich kenne ihn besser als du. Schönen Tag noch. Hi. Willst du zu mir? Ja, ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich müsste mir mal ein Überwachungsband ansehen. Und warum? Ich wollte nur mal gucken, was ich letzte Woche Montag anhatte. Meine Schwester und ich, wir haben gewettet, dass es das graue Kostüm war. Also, wenn du mich fragst, hast du garantiert das graue Kostüm angehabt. Du hast immer das graue Kostüm an. Also sag, warum willst du dir die Bänder angucken? Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist wichtig. Geht nicht. Es ist aber wirklich wichtig. Nein. Bitte. Nein, Ende der Durchsage. Okay, ich hatte gehofft, dass ich dich jetzt nicht darauf hinweisen muss. Was willst du mir jetzt sagen? Dass du einen braunen oder schwarzen Gürtel in Karate hast? Nein, aber ich finde, dass du mir diesen Gefallen schuldig bist. Als ich noch in der Buchhaltung war, da musste ich jede Abrechnung von dir nochmal überarbeiten, weil sie von hinten und vorne nicht gestimmt haben. Jede einzelne. Und das weißt du genau. Und jetzt komme ich zu dir und bitte dich um diesen kleinen Gefallen und du lässt mich einfach hängen. Und Oh Mann, das ist emotionale Erpressung. bitte. Wo ist eigentlich das Personal? Keine Ahnung.
Schön, dass ihr da seid. Ich wollte gerade etwas verkünden. Oh, da sind wir gespannt. Die Lahnstein-Familie wird nun endlich noch ein weiteres Mitglied begrüßen dürfen. Ich habe heute die Vaterschaftsanerkennung unterschrieben. Maximilian ist jetzt auch offiziell mein Sohn. Gratulation. Das freut mich für dich. Aber nicht, dass der Kleine plötzlich bei der Wahl des Familienvorsitzenden mit abstimmen will, hm? Keine Sorge, Tanja. Die Einzige, die niemals mit abstimmen wird, weil sie nicht zur Familie gehört, bist du. Gut, dann gehe ich mal Justus suchen. Darauf sollten wir anstoßen. Das ist eine sehr gute Nachricht. Was ist denn die gute Nachricht übrigens? Dass ich nicht zur Familie gehöre? Ja, die auch. Ich stimme zu. Gute Neuigkeiten sollten auf jeden Fall gebührend gefeiert werden. Am besten mit Champagner. Gern. Findest du doch auch, oder? Unbedingt. Dann gibt es noch etwas zu feiern? Ja, reicht es denn nicht, dass du bald offiziell Maximilians Vater bist? Doch. Wenn du mich fragst, reicht das völlig. Na dann, auf Stievenstiel. Aber da sieht man ja nur den Fahrstuhl und kaum was von der Designabteilung. Die Kamera ist kaputt, deswegen kontrolliere ich doch die ganze Kabellage. Da kann man ja meinen Arbeitsplatz gar nicht sehen. Nein, aber man sieht, wer da hin und wer da wieder weggeht. Okay. Welche Uhrzeit brauchst du denn? Oder willst du dir den ganzen Tag angucken? 16:40 Uhr, also ein paar Minuten früher. – 16:37 Uhr. Worum geht's dann? Willst du nicht wissen? Doch. Hey, du bringst mich in Teufels Küche, dann darf ich doch wenigstens wissen, worum es geht. Tut mir leid. Guck.